Wenn wir auf dem C64 in BASIC Zeichenketten aus sequenziellen Dateien auslesen wollen, können wir das auf zwei Arten machen. Einmal mit GET, das ist ziemlich langsam, dafür aber total kompatibel. Oder mit Input und das bringt so ein paar andere Fallstricke mit sich und auf die will ich in diesem Video eingehen. So, um die Fallstricke bei Input Sharp zu zeigen, möchte ich jetzt an dieser Stelle kurz ein kleines Testprogramm schreiben. Wir fangen einfach mal hier mit der Zeile 10 an. Da weise ich der Variable $, einfach mal einen Text zu. Dies ist ein langer Text, schreibe ich dahin. Ausrufezeichen vielleicht. Und dann möchten wir den jetzt auf Diskette speichern. Das mache ich, indem ich hier mit Open eine Datei öffne. ID 1, Laufwerk 8, Kanal nehme ich mal die 2. Und dann nenne ich das Ganze Test, mache Add Doppelpunkt davor, damit es jedes Mal überschrieben wird, wenn ich an diese Programmstelle komme. Anschließend will ich noch, dass es eine sequenzielle Datei ist und ich möchte sie an dieser Stelle schreiben, also W. Und dann der eigentliche Schreibvorgang, den mache ich mit Print Sharp 1 und dann mit der Variable $, also den Inhalt von $, schreibe ich dann in diese Datei einfach rein und mit 40 Close 1 mache ich die Datei anschließend wieder zu. So, dann fange ich jetzt an mit dem Lesen und da fange ich an mit dem Input Sharp. Und zwar werde ich da auch wieder die Datei öffnen, Open 1,8,2 und dann einfach den Dateinamen, Test, das ist eine sequenzielle Datei und ich möchte sie lesen, also R für Read. Dann in der 110 würde ich dann mit Input Sharp 1, $, oder wir nehmen eine andere Variable, wir nehmen B$, würde ich den Inhalt aus der Datei in die Variable B$ einlesen. Dann mit der 120 Print B$, gebe ich den Inhalt der Variable aus und mit der 130 Close 1 mache ich die Datei wieder zu. Das ist das Einlesen mit Input Sharp und das wird jetzt so schon funktionieren. In die Zeile 200, da würde ich jetzt das Ganze nochmal mit Get machen. Da müssen wir etwas anders vorgehen. Der Anfang ist gleich. Wir öffnen wieder hier unsere Datei, genau wie oben. Test, sequenziell lesen. Dann würden wir jetzt in der 210 mit Get Sharp 1 die Variable einlesen. Ich nehme jetzt an dieser Stelle mal C$. Und Get liest immer nur ein Byte ein. Da wird Byte für Byte eingelesen, während Input oben einen ganzen String nimmt, bis er auf ein Trennzeichen stößt. Da komme ich jetzt gleich zu. So, das heißt, in der 220 können wir das Ganze jetzt auch hier ausgeben. Print C$. Da müssen wir ein Semikolon hintermachen, damit kein Zeilenumbruch entsteht. Und dann müssen wir jetzt noch abprüfen, anhand der Statusvariable, also der internen Statusvariable des C64, da stehen dann bei bestimmten Ereignissen bestimmte Werte drin. Solange die auf 0 ist, sind wir noch nicht am Dateiende angelangt und dann würden wir hier einfach wieder hoch in die 210 springen und uns das nächste Byte holen. Irgendwann ist diese Statusvariable dann auf 64. Dann ist sozusagen das Bit an, das signalisiert, dass die Datei am Ende ist. Und dann wird das Programm hier an der Stelle weiterlaufen und da müssen wir dann im Prinzip nur noch mit Close 1 die Datei schließen. So, das ist unser Testaufbau und ich starte den jetzt mal, um zu gucken, ob ich auch alles richtig gemacht habe. So, da sehen wir, dies ist ein langer Text und dann baut sich dies ist ein langer Text nochmal auf. Wir sehen also den Unterschied, bei Input wird hier der komplette Text auf einmal eingelesen und landet dann in der Variable B$, während hier unten bei Get Byte für Byte, in diesem Fall Buchstabe für Buchstabe eingelesen wird und das Ganze dann hier mit Print auf den Bildschirm gebracht wird und deswegen baut sich das hier unten auch so ein bisschen der Länge nach auf. So, sieht ja jetzt erstmal so aus, als ob wir mit Input eigentlich einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil haben. Haben wir auch, je nachdem wie lange die Texte sind. Es gibt allerdings so ein paar Fallstricke, die wir bei Input Sharp hier oben haben und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Es gibt nämlich ein paar Trennzeichen. Im Internet steht Komma, Doppelpunkt und Semikolon und der Zeilenumbruch. Der Zeilenumbruch, der gilt immer, während Doppelpunkt, Komma und Semikolon an dieser Stelle als Trennzeichen ignoriert werden, wenn der ganze String in Anführungszeichen steht. Außerdem konnte ich das Semikolon als Trennzeichen zumindest hier auf meinem Ultimate 64 nicht nachbilden. Von daher, wir probieren es einfach mal aus. Das heißt, ich habe hier einen Text, da steht jetzt, dies ist ein langer Text und da würde ich jetzt sagen, dies ist ein Doppelpunkt langer Text.
Und jetzt starte ich das Programm wieder. Dann wird erstmal alles auf die Diskette geschrieben und anschließend erstmal mit Input, damit Get eingelesen. Und da sehen wir, dies ist wird eingelesen und alles, was danach kommt, das wird nicht mehr eingelesen. Das wird ignoriert, weil hier dieses Trennzeichen ist, dieser Doppelpunkt. Wie gesagt, im Internet habe ich die Info gefunden, dass auch Semikolon geht. Ich probiere das jetzt mal aus, starte das Ganze. Das Semikolon wird nicht als Trennzeichen erkannt. Wenn ihr da Näheres zu wisst, bitte eben unten in die Kommentare rein. Würde mich doch sehr interessieren, wo denn da der Fehler ist. Aber das Komma funktioniert auf jeden Fall an der Stelle. Wenn ich hier ein Komma reinsetze und das Ganze nochmal starte, dann wird hier wieder nur der erste Teil von dem String eingelesen. Dies ist und hier unten sehen wir mit Get wird alles eingelesen. Get kennt keine Trennzeichen, denn Get liest immer nur genau ein Byte ein. Wobei ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob das stimmt. Vielleicht kennt Get ja das Return-Zeichen, also den Zeilenumbruch als Trennzeichen an. Das können wir aber ausprobieren, indem wir hier zum Beispiel CHR$ in Klammern 13 einfach diesen String hinzufügen. So, da muss ich hier aber eben noch das Leerzeichen reinbringen. Oder wir machen das Leerzeichen besser vorne vor. So. Also ich habe jetzt hier den String, dies ist dann hänge ich hier einen Zeilenumbruch zwischen, also sozusagen das Steuerzeichen für die Return-Taste und dann langer Text dahinter. Wenn ich das Ganze jetzt hier starte, dann lesen wir hier oben, dies ist ein. Dann hört der Lesezugriff mit Input auf. Mit Get lesen wir jedes Byte ein. Dies ist auch das Leerzeichen und dann der Zeilenumbruch, also das Return-Zeichen wird eingelesen und auf dem Bildschirm geprintet. Deswegen haben wir hier den Zeilenumbruch. Bevor wir uns jetzt aber ansehen, wie wir das mit diesen Trennzeichen umgehen können, möchte ich mich ganz herzlich bei euch Kanalmitgliedern bedanken. Egal ob Bit oder Byte, vielen Dank für eure Unterstützung. Das motiviert mich wirklich sehr, hier weiterzumachen und neue Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann schau mal unter dem Video, da gibt es einen Mitglieder-Button. Da kannst du dir das durchlesen, wie das alles genau funktioniert mit dem Kanalmitglied. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal ja auch dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schauen wir jetzt aber mal weiter, wie wir dieses Problem angehen können. Ja, wie kann man das jetzt verhindern mit diesen Trennzeichen bei Input Sharp? Das geht eigentlich relativ einfach. Ich mache hier nochmal ein Komma dazwischen und demonstriere das nochmal, damit wir hier einen sauberen Versuchsaufbau haben. So. Wunderbar, hat geklappt. Also an dieser Stelle bei dem Komma, das Komma selbst ist noch gar nicht mehr mitgenommen worden, hat hier unten Input Sharp sozusagen nur den ersten Teilstring eingelesen. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Input hinterher machen würde, würde jetzt übrigens nicht der Rest eingelesen. Das heißt, wir können mit Input tatsächlich immer nur bis zum ersten Trennzeichen einlesen. Wir können das Ganze verhindern, indem wir den String in Anführungszeichen setzen. Und damit meine ich jetzt nicht hier oben die Zuweisung, sondern den String selber. Also, indem wir hier vor mit CHR$ in Klammern 34, das ist der ASCII-Code für die Anführungszeichen, einmal vor den String und einmal hinter den String Anführungszeichen setzen. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir, wie sich jetzt Print Sharp verhält. Das nimmt nämlich jetzt das Trennzeichen mit. Das heißt, hier steht jetzt tatsächlich dieses Komma langer Text, Ausrufezeichen. Während Get die Anführungszeichen allerdings vorne und hinten mitgelesen hat, hat das hier oben der Input-Befehl nicht getan. Kommen wir jetzt noch mal kurz zum kleinen Test, wie schnell das Ganze ist. Und da würde ich jetzt einfach mal da oben vielleicht in die Zeile 90 die Variable t nehmen und würde da unseren Timer einspeichern. Das wäre also, bevor hier die Datei aufgemacht wird und der Input-Befehl läuft. Und nach dem Close hier unten, da würde ich dann kurz einmal mit Print die Variable ti-t ausgeben, also die Differenz zwischen dem Zeitpunkt vorne und nachdem alles durchgelaufen ist. Das gleiche mache ich dann hier unten in die Zeile 190 und in die Zeile 240 würde ich dann hier hinten mit Print ti-t auch die Differenz mal kurz ausgeben lassen. Mal eben ausprobieren, ob das funktioniert.
So, der Lesevorgang hat also 65 Sekunden gedauert, während dieser Lesevorgang 21 gedauert hat. Das sieht jetzt viel aus, ist natürlich auch ein bisschen unfair, denn hier läuft natürlich so eine Schleife und da läuft jedes Mal dieser Printbefehl. Von daher würde ich jetzt an dieser Stelle vielleicht mit 2 Variablen arbeiten, würde dann hier oben T-Dollarzeichen einlesen, also als temporäre Variable sozusagen, und würde dann hier unten diesen Print komplett rausnehmen und hier in C-Dollarzeichen den Inhalt von C-Dollarzeichen plus T-Dollarzeichen erstmal abspeichern. Das heißt, wir bauen uns erstmal hier unten einen String zusammen und dann würde ich in der Zeile 235 dann das Ergebnis C-Dollarzeichen an der Stelle ausgeben. Jetzt sehen wir zwar nicht mehr, wie sich das Ganze so auf dem Bildschirm aufbaut, aber wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Da müssen wir uns das ja jetzt nicht nochmal angucken extra. So, wunderbar. Ich lösche mal den Bildschirm und würde das Ganze mal starten. Hier haben wir jetzt noch 1 zu 25. 1 kommt mir, gerade hat mal 5, ein bisschen seltsam wenig vor. Jetzt ist es wieder 6. Naja, wer weiß, was da irgendwie gepuffert wurde oder so. Irgendwas scheint zu passieren. Oder der Print arbeitet tatsächlich, je nachdem, was da gerade noch so im Hintergrund passiert, sehr unterschiedlich schnell. Wir sehen aber hier, dass wir hier unten so bei 22, 24, 25 liegen und hier oben bei 1, 6 und 4. Das heißt, beim reinen Einlesen von Strings haben wir mit Input Sharp einen großen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Get Sharp. Wenn wir hier oben die Strings in Anführungszeichen setzen, dann haben wir auch kein Problem mit Sonderzeichen bzw. mit Trennzeichen, außer den Anführungszeichen. Stichwort wörtliche Rede. Wenn wir hier also einen anderen Text haben, wie er sagt zu ihr Doppelpunkt Hallo, Ausrufezeichen. So, dann wird das jetzt so noch super funktionieren. Ich starte das Ganze mal. Er sagt zu ihr Hallo und er sagt zu ihr Hallo in Anführungsstrichen. Das funktioniert. Wenn wir jetzt aber hier wörtliche Rede darstellen wollten, dann müssten wir ja hier an dieser Stelle vor und hinter dem Hallo auch Anführungszeichen in unseren String setzen. Das funktioniert in dem String tatsächlich so, dass wir hier den String unterbrechen und dann das Steuerzeichen, CR-Dollarzeichen in Klammern 34 dazwischen setzen, den String anschließend wieder fortsetzen mit Hallo, Ausrufezeichen und dann hier hinten praktisch den String abbrechen, nochmal Anführungszeichen setzen und dann müssen wir an dieser Stelle ja nochmal Anführungszeichen setzen, um den String komplett zu umschließen. Um das Ganze vielleicht etwas deutlicher zu machen, nehmen wir dieses Ausrufezeichen jetzt mal nicht mit in die Anführungszeichen rein, sondern ich unterbreche den String an dieser Stelle auch und sage hier auch CHR Dollarzeichen in Klammern 34 und hänge dann das Ausrufezeichen nochmal hinten dran. So. Also, wir würden jetzt in die Datei schreiben, Anführungszeichen, er sagt zu ihr Doppelpunkt Leerzeichen, Anführungszeichen, Hallo, Anführungszeichen, Ausrufezeichen, Anführungszeichen. Das stimmt jetzt gleich da drin. Gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns aber jetzt erstmal an, was passiert, wenn ich das jetzt starte. Dann laufen wir nämlich auf einen Fehler, denn wir können mit Input Sharp nicht ein Anführungszeichen einlesen. Das geht einfach nicht. Anführungszeichen funktionieren mit Input Sharp nicht. Das können wir tatsächlich nur mit Get machen. Also wir haben hier in 110 jetzt hier File Data Error und das ist dieser Input-Befehl. Der kann hier oben nämlich nicht mit umgehen. Der sieht jetzt, ja, Anführungszeichen, er sagt zu ihr Anführungszeichen, aber da kommt ja nochmal irgendwie ein Anführungszeichen und nochmal. Nee, das lese ich so nicht. Und dann, ja, macht der einfach hier Befehlsverweigerung sozusagen. Das heißt, ich würde jetzt mal in der 110 hier oben einen Rem setzen. Da machen wir jetzt einfach mal nichts. Da kommentiere ich das aus und dann starte ich das nochmal. Und dann sehen wir, wenn wir das Ganze mit Get machen, da funktioniert das. Er sagt zu ihr Doppelpunkt und dann Hallo in Anführungszeichen, Ausrufezeichen. Und dann ist dieser ganze String wegen den Trennzeichen für unser Input nochmal in Anführungszeichen gesetzt. Und dieses Konstrukt hier, da kommt der Input-Sharp-Befehl einfach durcheinander. Das funktioniert nicht. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, dass wir da trotzdem irgendwie so ein bisschen rumtricksen, indem wir zum Beispiel die Anführungszeichen
durch irgendein Sonderzeichen ersetzen und das später mit einer Routine wieder in Anführungszeichen verwandeln. Das kostet aber natürlich Zeit. Wir probieren es aber trotzdem natürlich aus. Dazu würde ich den String hier oben wieder ändern. Ich nehme das CHR-Dollarzeichen da wieder raus, also die Anführungszeichen, die da mittendrin stehen. So müsste das Ganze jetzt eigentlich wieder laufen. Ja, wunderbar. Wir nehmen natürlich hier oben dann das Input-Chart wieder rein. Probieren wir nochmal aus. So, er sagt zu ihr, hallo, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn wir jetzt aber Anführungszeichen irgendwie wörtliche Rede benutzen wollten, dann könnten wir beispielsweise hier das Hochkomma über der 7 nehmen und das Ganze so abspeichern. Das setzt natürlich voraus, dass wir dieses Zeichen nirgendwo anders in Texten benutzen, außer wir möchten Anführungszeichen setzen. So, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir an der Stelle, dass er das so ohne Probleme einlesen kann, auch wenn hier ein Trennzeichen drin ist. Es steht ja hier unten komplett in Anführungszeichen, ist also kein Problem. Wir müssen jetzt natürlich, nachdem wir das Ganze eingelesen haben, diese Hochkomma wieder in Anführungszeichen verwandeln und das wird uns jetzt eine Menge Zeit kosten. Das mache ich in eine Subroutine rein. An dieser Stelle habe ich aber jetzt hier oben natürlich unglücklicherweise schon mit der Zeile 10 angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch davor gequetscht kriege. Wir probieren es einfach mal. Wir fangen einfach mal ganz vorne an, in der Zeile 0. Wir haben also jetzt hier, ich programmiere das jetzt einfach hart rein, wir haben in unseren Input hier unten die Variable B-Dollarzeichen benutzt und diese Variable B-Dollarzeichen, die möchten wir jetzt umwandeln, beziehungsweise wir wollen da jetzt diese Zeichen ersetzen. Das heißt, ich fange hier bei 0 an und springe erstmal in die Zeile 10 rein, damit wir nicht in unsere Subroutine reinlaufen, wenn wir das Programm starten. Anschließend dann mal in Zeile 1, wie gesagt, B-Dollarzeichen ist das Ganze. L ist gleich die Länge von dem Inhalt der Variable B-Dollarzeichen. Anschließend brauche ich noch eine temporäre Variable, wo ich mal was zwischenspeichern kann. Da kann ich auch T-Dollarzeichen an der Stelle benutzen. Das benutze ich zwar hier oben auch nochmal, aber da ist es dann egal. Da kann ich dann den Inhalt wieder überschreiben. Das heißt, T-Dollarzeichen setze ich hier auch einfach mal auf einen Leerstring. Und in der Zeile 3, ich lasse mal etwas Platz dazwischen, mal gucken, ob wir hinkommen. Da würde ich jetzt eine Schleife anfangen. Und zwar würde ich hier einfach mal I hochzählen von 1 bis L. Also einmal die komplette Stringlänge durch. Anschließend würde ich dann das aktuelle Zeichen einlesen in Z-Dollarzeichen. Z-Dollarzeichen ist aus der Mitte von B-Dollarzeichen das Ite-Zeichen und von da ab ein Zeichen. Wir gehen jetzt also wirklich Zeichen für Zeichen einfach durch und legen das in Z-Dollarzeichen ab. Anschließend mache ich in die gleiche Zeile rein, wenn Z-Dollarzeichen gleich unser Hochkomma ist, dann wird Z-Dollarzeichen auf CHR-Dollarzeichen in Klammern 34 gesetzt, also Anführungsstrichen. In der Zeile 5 hänge ich dann einfach den Inhalt von Z-Dollarzeichen an den Inhalt von T-Dollarzeichen. Und in der Zeile 6 mit Next laufe ich die Schleife weiter durch. Und wenn ich damit fertig bin, springe ich mit Return wieder zurück in den aufrufenden Prozess. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch aufrufen. Und das machen wir dann einfach, bevor wir hier printen an dieser Stelle. Da springe ich einfach mit GoSub 1 in die Subroutine rein. So, ich liste das jetzt nochmal auf. Ist ja alles wieder mal so ein bisschen chaotisch hier. Und oben das 0 ist jetzt rausgeploppt. Das ist aber nicht schlimm. Das sprang ja nur hier unten in die 10, um das Programm zu starten. Ja, hier nehmen wir die Länge. Dann gehen wir Buchstaben für Buchstaben durch und ersetzen alle Hochkommas durch Anführungszeichen. Und das probieren wir jetzt nochmal aus. So, er sagt Hallo, hat also nicht funktioniert. Ich habe wahrscheinlich eine wichtige Sache vergessen, nämlich, ich muss ja ganz zum Schluss T-Dollarzeichen hier unten noch B-Dollarzeichen zuweisen. Also den Inhalt von T-Dollarzeichen. So. Denn unser Ausgangswert ist ja B-Dollarzeichen und da wollen wir die Anführungszeichen ändern. Ich habe jetzt einfach nur einen neuen String zusammengebaut hier oben an der Stelle. Ich starte das nochmal. Was wir aber schon gesehen haben, ist, dass es jetzt natürlich deutlich länger dauert. Und je länger der Text ist, desto länger dauert es auch.
So, er sagt Hallo, ist hier auf 23 und er sagt Hallo, ist hier auf 25 mit Get. Das heißt, jetzt haben sich die beiden eigentlich schon so ein bisschen angenähert von der Geschwindigkeit her. Aber wir sehen hier oben, wir haben jetzt auch mit Input sozusagen hier Anführungszeichen in unserem String stehen, können also auch wörtliche Rede mit übernehmen, indem wir einfach irgendein beliebiges Sonderzeichen dafür nehmen, das natürlich sonst im Text nicht vorkommen darf. Wenn jetzt hier in dem Text irgendwie sowas drinstehen würde, er sagt zu ihr, das ist meins, Ausrufezeichen. Und dann natürlich hier auch nochmal Hochkomma. Dann sehen wir schon hier das meins mit diesem Hochkomma ist es natürlich ein bisschen unglücklich. Wenn wir das Ganze starten, dann werden wir da jetzt ein Anführungszeichen zu viel drin haben. Und so sollte das natürlich nicht sein. Da ist es schlauer, man nimmt wirklich ein Sonderzeichen, was man sonst normalerweise im Text nicht drin hat. Beispielsweise könnte man da Commodore Plus nehmen. Das ist hier dieses Karo-Musterzeichen. Und dann kann man das hier unten als Platzhalter für unsere Anführungszeichen nehmen. Einmal dahinter und einmal davor. So, dann gehen wir das mal eben durch und dann starte ich das nochmal. Und dann sehen wir, funktioniert das Ganze an der Stelle hier auch ganz gut. Jetzt haben wir hier meins mit diesem Hochkomma da abgetrennt, das S, und es steht in Anführungszeichen. Wunderbar. Ja, die Zeiten, wie gesagt, die schwanken so ein bisschen. Jetzt war hier das Input ein bisschen langsamer als das Get. Da muss man dann halt so ein bisschen gucken, was man will. Es gibt noch ein weiteres, was wir beachten müssen, wenn wir mit Input Sharp arbeiten, nämlich die Länge des Strings. Die darf nämlich 88 Zeichen nicht übersteigen, inklusive der umschließenden Anführungszeichen. Das heißt, wenn wir wie hier unseren String mit Anführungszeichen vorne und hinten umschließen, haben wir keine 88 Zeichen, sondern nur 66 Zeichen zur Verfügung. Wir können das Ganze einfach mal austesten. Dafür würde ich hier die Zeile einfach einmal runterkopieren in die 11, würde dann hier die 10 mal auskommentieren. Obwohl das Kopieren hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Ja. Ich mache hier einfach eine Schleife. For i gleich 0 oder wir zählen von 1 an bis 88. Dann würden wir $$ gleich $$ plus und dann nehmen wir einfach mal ein Sternchen. Und anschließend mit Next schließen wir die Schleife ab. Das heißt, wir legen jetzt hier ein $, 88 Sterne rein. So, ich starte das. Dauert jetzt ein bisschen länger und tatsächlich da einmal mit Input und einmal mit Get. Und da sehen wir auch, Get ist ein bisschen schneller, da wir ja immer in unsere Subroutine springen und dann einmal nach Anführungszeichen suchen in unserem String. Würden wir das nicht machen, weil wir das einfach in unserem Programm vielleicht nicht benutzen oder wir selektiv das nur benutzen und an manchen Stellen ja, an manchen Stellen nicht, da wäre Input auf jeden Fall schneller. Hier sehen wir, funktioniert das aber ganz gut. Wenn wir allerdings jetzt hier ein Zeichen mehr hätten, ich zähle hier einfach mal bis 89, wir legen jetzt also 89 Zeichen in den String und starten das Ganze. Dann bekommen wir die Fehlermeldung String too long error in 110. Ja, 110 ist die Zeile, in der hier der Input-Befehl steht, der Input-Sharp-Befehl. Und wenn wir da mehr als 88 Zeichen aus der Datei lesen wollen, dann ist das Ganze für den Basic-Interpreter zu lang. Das gleiche gilt, wenn wir hier oben wieder 88 Zeichen nehmen und dann anschließend nochmal die Anführungszeichen um unser $Zeichen drumherum setzen. Dann haben wir zwar 88 Zeichen und die Anführungszeichen und ich muss natürlich hier oben das Ganze dann auch nochmal $Zeichen gleichsetzen. So. Mal auflisten. In die Güte. So. Starten. So. Jetzt wird einmal der String abgespeichert. Und dann bekommen wir hier wieder den Fehler, da wir jetzt in unserem String zwar 88 Zeichen drin haben, 88 Sterne, die aber noch von 2 Anführungszeichen umschlossen werden. Die Anführungszeichen wiederum, die werden ja von dem Input-Befehl eigentlich ignoriert, sie zählen aber zur Gesamtlänge mit dazu. Das heißt, wenn wir Anführungszeichen drumherum setzen, weil vielleicht irgendwelche Trennzeichen in unserem String sein könnten,
dann können wir maximal 86 verwertbare Zeichen benutzen. Wenn ich das hier oben auf 86 setze und dann starte, dann sehen wir an der Stelle, funktioniert das Ganze. Und zwar hier oben werden dann einmal 86 Sterne eingelesen und hier unten werden 86 Sterne plus die 2 Anführungszeichen, also insgesamt 88 Zeichen eingelesen mit get. In der Datei stehen 88 Zeichen in der Zeile drin und die können wir mit Input gerade noch so auslesen. Hier sehen wir auch wieder, die Zeit war jetzt hier vergleichbar irgendwo. Es sind da schon relativ hohe Schwankungen drin. Wenn ich jetzt aber mal diesen Sprung rausnehme, das heißt diesen GoSub 1 hier an der Stelle, der oben die Anführungszeichen ersetzt und das Ganze starte, dann sehen wir schon, dass der Input-Befehl deutlich schneller ist. Also zusammenfassend kann man sagen, der Input-Sharp-Befehl ist deutlich schneller als der Get-Befehl. Wobei der Get-Befehl ja öfter ausgeführt werden muss, da ja jedes Byte einzeln eingelesen wird. Nichtsdestotrotz, wir müssen es machen, deswegen ist es mit Input-Sharp zu arbeiten deutlich schneller als mit Get-Sharp. Wenn wir Trennzeichen drin haben, das heißt ein Komma oder ein Doppelpunkt, dann müssen wir den String selber in Anführungszeichen setzen, damit der Input-Sharp-Befehl diese Trennzeichen ignoriert und mit einliest. Wir können maximal 88 Zeichen pro Zeile einlesen, also bevor das Trennzeichen eines Zeilenumbruchs kommt. Die Anführungszeichen werden zwar vom Input-Befehl ignoriert, sie zählen aber zu den 88 Zeichen mit dazu. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Texte abspeichert, die ihr später wieder einladen wollt, dann könnt ihr maximal 86 Zeichen auf einmal speichern. Das ist das Wichtige dabei, dass wenn ihr vorhabt, mit Input-Sharp zu arbeiten, da müssen die Dateien entsprechend präpariert sein. Das heißt, ihr dürft tatsächlich immer nur maximal 88 Zeichen am Stück haben. Dann muss ein CAR 13 Zeichen kommen, also ein Zeilenumbruch, sprich das Steuerzeichen für Return. Und dann kann der Text an der Stelle fortgesetzt werden. Anführungszeichen gibt es einen Workaround, der nimmt euch natürlich den Geschwindigkeitsvorteil wieder, den ihr durch Input hättet. Mit Get ist das Ganze einfach wirklich super kompatibel, weil ihr da wirklich nur Zeichen für Zeichen einlest. Und da ist es ganz egal, was für Zeichen das sind, ob das jetzt ein Zeilenumbruch ist, ein Doppelpunkt, ein Komma oder Anführungszeichen. Das wird einfach in den entsprechenden String eingeladen und dann könnt ihr das weiterverarbeiten in eurem Programm. Ich persönlich benutze den Input-Befehl für mein Projekt, weil ich denke, dass ich da den Geschwindigkeitsvorteil habe, da ich nicht mit Anführungszeichen arbeite. Das kann zwar in der Grafik oder so schon mal vorkommen. Wenn das dann vorkommt, dann muss ich natürlich entsprechend die Datei präparieren und dann doch noch irgendwie mit Ersetzung arbeiten. Aber das wird der Ausnahmefall sein und dann würde ich eine entsprechende Ausnahme dafür programmieren. Wie sieht das mit euch aus? Was benutzt ihr in eurem Programm? Benutzt ihr eher Get oder Input? Schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren rein. Hier habe ich euch eine Playlist noch verlinkt, wo weitere Programmiervideos sind. Hier unten gibt es noch ein weiteres Video von meinem Kanal. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal.